Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Ubi Forward ist vorbei und für Assassin's Creed gab es einiges an Informationen. Unter anderem gab es auch einen Trailer und in dem sind 6 versteckte Details, die ich euch heute zeigen werde. Auf meinem Kanal gibt es neben Assassin's Creed News natürlich auch noch Lore und Rätsel. Zum Beispiel gestern habe ich ein Video rausgehauen, wo eine geheime Botschaft entdeckt wurde. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da. Aber nun kommen wir zu den Punkten, alles in der Timeline natürlich markiert. Zu Beginn des Trailers sehen wir, welche Meilensteine wir erreicht haben in Assassin's Creed gemeinsam als Community. Und wenn wir uns den Teil anschauen, wo sie über die River Raids spricht, dann sehen wir 2 Dinge. Zum einen eine ganz neue Landschaft, die wir vorher bei den River Raids noch nicht gesehen haben, und zum anderen sehen wir neue Gegner. Das sind fast alles Elite-Gegner, Chieftains, und das sind natürlich Gegner aus Irland. Man sieht auch leicht angedeutet im Hintergrund die Ringfestung. Ziemlich interessant, und natürlich der Hinweis, dass wir für das Irland-DLC einen River Raid bekommen werden. Vielleicht auch schon mit dem nächsten Update. Das wäre natürlich klasse. Dass die Kurzschwerter kommen, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Da gab es ja einige Leaks, auch vom guten französischen YouTuber Jonathan, der natürlich die Erfolge vom Paris DLC schon teilweise geleakt hat. Oder alle, soweit ich weiß. Und hier natürlich sehen wir auch einen Ausschnitt, wo mit Kurzschwertern gekämpft wird. Die gute Karen Lee sagt auch, dass in den kommenden Wochen ein Kurzschwert und die Kurzschwerter kommen werden. Heißt allerdings, dass wir das Kurzschwert schon vorher bekommen werden und heißt dementsprechend auch, dass ihr als Main-Game-Besitzer ohne das DLC auch Kurzschwerter bekommen könnt. Derzeit ist es ja so, dass es in Irland Sicherheiten gibt, ihr die aber nicht bekommen könnt, weil ihr wahrscheinlich das DLC nicht habt. Sie sagt in den kommenden Wochen, ich sag mal Mitte Juli, Ende Juli werden wir die Kurzschwerter bekommen und vielleicht dazu noch ein paar andere Sachen, aber auf jeden Fall die Kurzschwerter. Außerdem sehen wir in dem Ausschnitt vom Paris DLC, dass der gute Eivor 2 Schwerter trägt. Und eins davon sieht auch sehr, sehr besonders aus mit der Regenbogenfarbe. Das schauen wir uns aber in dem morgigen Video an. Da haue ich nämlich ein Video raus, wo ich die 10 versteckten Details aus dem Paris DLC-Trailer euch näher bringe. Das sind sehr, sehr viele Dinge, die man sehen kann. Und das ist natürlich nochmal ein Zeichen, dass es geile Kombis geben wird. Doppelkombi, das Schwert, das ist natürlich wunderschön. Das freut mich und ich bin gespannt, wie es wird. Was meint ihr? Wird es ein gutes Ding? Würdet ihr nur Doppelkombi-Schwert spielen oder seid ihr da immer noch der Meinung, okay, Doppeldeutsch ist die beste Kombi? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und vor allen Dingen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann wäre jetzt ein dränger Daumen nach oben sehr lohnenswert. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen, da würdet ihr mich unterstützen. Bleiben wir doch gleich mal beim Paris DLC, denn dort wurde der Release ja, mehr oder weniger nicht angekündigt. Ist jetzt kein wirklich verstecktes Detail. Hier wurde gesagt, diesen Sommer, und ich kann euch sagen, Anfang August werden wir das Paris DLC bekommen. Ich glaube nicht im September, ich glaube nicht Ende August, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, der Stand vom Paris DLC ist schon so weit, dass sie sagen, okay, wir werden das Anfang August raushauen. Sonst würden sie, glaube ich, nicht einen Trailer zeigen vom Paris DLC. Den ersten Trailer zum Irland DLC, den gab es ja auch erst eine Woche vor Release. Also, ja, da gehe ich mal davon aus, dass wir den Paris DLC sehr, sehr zeitnah bekommen werden. Ja, also in gut 2 Monaten ungefähr, und dann können wir euch mehr erzählen. Und wenn es dann soweit ist, dann kann ich euch natürlich mehr erzählen und werde euch hier mit ganz vielen wunderschönen Videos versorgen. Und dann wurde die Discovery Tour präsentiert. Da sind auch 2 kleinere Details, die versteckt wurden. Unter anderem wissen wir natürlich, was für Regionen abgeklappert werden, nicht nur aus dem Trailer. Wir sehen nämlich hier natürlich England, wir sehen auch Norwegen, und was ganz spannend ist, in einem ganz kurzen Ausschnitt sehen wir, dass auch Asgard Teil von der Discovery Tour sein wird. Das wird sehr interessant, weil da ein paar Dinge sind, die noch nicht erklärt wurden und man in der Discovery Tour bestimmt einiges entdecken kann. Ich hoffe ja auch, dass das eine Easter Egg von Shay Cormac dann gelöst wird, denn in Irland finden wir, da habe ich auch ein Video zu gemacht, findet ihr hier oben, denn in Irland finden wir einen Text in Altirisch und dort wurde über Shay Cormac geredet. Dummerweise kann ich den ganzen Text nicht übersetzen. Was wir auch sehen ist, dass wir nicht als Hauptcharaktere spielen werden, sondern als normale Bürger, was ich irgendwie auch geil finde, noch immersiver, noch schöner, und wir können natürlich auch wieder Belohnungen bekommen, ja. In Origins war es ja ein weißer Sennu, ein weißer Rabe, und hier in dem Fall ist es vielleicht, ja, weiß ich nicht, ne? Ein weißer Synin, wer weiß. Ne? Was meint ihr, was für Belohnungen werden da reinkommen? Schreibt mal eure Vermutungen in die Kommentare. Da bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt bei. Und neben dem Trailer habe ich jetzt noch für euch ein Pressebild, wo man natürlich sehen kann, dass England, Norwegen, Irland und Asgard davon mit inbegriffen sind. Finnland ist da raus, also vielleicht ist es auch drauf, weiß ich nicht. Was wir aber sehen, sind 2 Personen. Und man könnte ja vermuten, dass das Ragnar und Lagertha sind. Die sehen so ein bisschen aus, finde ich, ja. Ragnar mit seiner Glatze und dem Vollbart und Lagertha mit ihrem
gezopften Haaren. So ein bisschen fündig. Meint ihr, es ist genauso? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein sehr nettes Detail. Und dann kommen wir natürlich zum heißesten Teil des Trailers, wortwörtlich, nämlich zu dem Teaser des dritten DLCs für Assassin's Creed Valhalla. Jawohl, der kommt nämlich raus. Und gleichzeitig wurde im gleichen Atemzug Year 2 angekündigt, was ich auch extrem klasse finde. Und hierbei habe ich ein eigenes Video gemacht, denn in diesem Teaser ist eine geheime Botschaft verschlüsselt und außerdem rede ich darüber, welche DLCs dort kommen könnte mit dem Year 2 Pass. Also schaut es euch mal hier oben gerne an. Sehr interessantes Thema. Wir wissen auf jeden Fall, dass es nach Muspelheim geht. Das ist ja eine der neuen Welten und die ISO-Language, die ISO-Sprache, die hier an dem Tor ist, die habe ich noch nicht übersetzt. Ich weiß aber, dass diese eine Zeituhr, dass dieses eine Symbol M bedeutet und das meiner Meinung nach muss einfach für Muspelheim stehen. Muspelheim, dort ist ein Jötun, nämlich Sword, beheimatet. Er ist der Anführer der Riesen dort und wir haben auch schon ein Schwert aus dem Shop, welches ihm gehört. Aber mehr sage ich erstmal nicht. Schaut euch gerne das Video an. Es ist interessant. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Jetzt kommen wir zu dem 6. Detail und das ist wirklich der heftigste Spoiler in diesem ganzen Trailer. Also wenn ihr jetzt keinen Spoiler haben wollt, wenn ihr keinen Spoiler haben wollt für die Mastery Challenges, dann würde ich jetzt empfehlen abzuschalten. Denn in der gesamten Präsentation wurde ja darüber berichtet, was es alles so gibt, was alles so kommt in der nahen Zukunft, was alles schon da ist, was es schon gab, DLCs, River Raids etc., Feste und so weiter. Und es wurde auch auf die Mastery Challenges eingegangen. Ja. Es wurde ein bisschen zu viel eingegangen, denn ihr seht ja natürlich hier einen Bosskampf, ganz klar. Und ich dachte mir nichts dabei, ich dachte mir, gut, das ist halt der Boss, ganz klar. Was man aber sieht, wenn man ganz genau hinschaut in diesen 3 Sekunden ist, es ist die Frau, die in euer Dorf kommt, das ist die Frau, die ein Haus bei euch baut in der Siedlung und euch die Prüfungen stellt, nur um am Ende dann gegen euch zu kämpfen. Warum und wie und weshalb, weiß man nicht. Was man aber natürlich sieht, ist, dass sie eine Yggdrasil-Schnalle am Bauch hat. Sie sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Valkyrie, das sind nämlich die Schild- oder Schlachtjungfern von dem Gefolge von Odin und die sind dafür verantwortlich, die ehrenvollen Gefangenen, also die Einherjer, vom Schlachtfeld mit nach Valhall zu nehmen. Und vielleicht will sie uns auch mit nach Valhall nehmen. Ich weiß es nicht, wir werden das auf jeden Fall Dienstag erfahren, ich bin gespannt und Mittwoch sehen wir uns im Stream, wenn wir das Ganze selbst zocken. Also Freunde, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hoffentlich mal, dass ihr die Glocke benutzt habt beim Abonnieren und dann den Daumen natürlich gedrückt habt. Nach oben oder nach unten, je nachdem, wie ihr das Video fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Pascal. Bis dahin. Tschüss und ciao. Mit V.